Hallöchen! Heute zeige ich dir 3 weitere häufige Fehler, die man beim Handstandtraining machen kann, und ich will dir auch gleich zeigen, was du meiner Meinung nach tun kannst, um diese zu vermeiden. Also legen wir gleich los. Fehler Nummer 4: Unpassende Aufstellung der Hände. Einer der häufigsten Fehler ist, dass man die Hände zu breit aufstellt. Durch die breite Aufstellung ist der optimale Kraftübertrag bei den Schultern und Ellenbogen unterbrochen, was dich mehr Kraft kostet. Dein Gewicht mit dieser Handstellung zu verlagern ist auch um einiges schwerer und die Arme sind meist angewinkelt. Deswegen empfehle ich dir, deine Hände schulterbreit aufzustellen. Deine Hände sollten auch gerade nach vorne zeigen und nicht zu weit nach außen oder innen rotiert sein. Und wenn sie zum Beispiel zu sehr nach außen rotiert sind, hast du nur deinen Daumen und deinen Zeigefinger, um Gewicht nach vorn auszugleichen. Wenn sie zu sehr nach innen rotiert sind, hast du nur noch die 3 äußeren Finger, um zu drücken. Wenn du sie aber gerade nach vorne gerichtet hast, kannst du 5 Finger der Hand nutzen, um die Balance zu halten. Wie weit deine Hände voneinander aufgestellt sind und in welche Richtung deine Finger zeigen, spielt also eine große Rolle für die Stabilität und den Kraftverbrauch in deinem Handstand. Natürlich ist alles eine Gewohnheitsfrage und eventuell fällt es dir leichter, mit einer breiteren Handaufstellung zu stehen oder wenn die Finger mehr nach außen oder innen zeigen. Ich habe nun Varianten aufgezeigt, die meiner Meinung nach für Anfänger und für spätere Progressionen sinnvoll sind. Wenn du schon fortgeschrittener sein solltest und neue Reize setzen willst, macht es aber durchaus Sinn, mal den Handstand mit einer breiten, einer sehr engen oder sogar einer überkreuzenden Handaufstellung zu versuchen. Fehler Nummer 5: Fehlende Körperspannung. Hiermit ist besonders die Spannung in den Beinen und in deinem Gesäßbereich gemeint. Besonders als Anfänger ist man sehr damit beschäftigt, nicht umzufallen. All die Konzentration ist darauf gerichtet, die Ellenbogen durchzudrücken, die Schultern festzumachen und nicht die Balance zu verlieren. Somit ist meist kein Fokus mehr übrig, um die Körpermitte und die Beine anzuspannen. Aber genau diese fehlende Spannung macht es um einiges schwerer, im Handstand zu stehen. Damit du dir keine Sorgen mehr darum machen brauchst, empfehle ich dir, die Hollow Body Position und den Handstand an der Wand oft zu trainieren. Durch diese beiden Übungen kann dein Körper sich an das Gefühl gewöhnen und du wirst den freien Handstand leichter stehen können. Fehler Nummer 6: Du siehst die kleinen Fortschritte nicht. Wie ich schon sehr oft erwähnt habe, ist der Handstand sehr komplex. Es gibt viele kleine Sachen, die man falsch machen kann, und dadurch ergibt sich, dass man auch viele kleine Sachen richtig machen kann. Beim Handstand sowie im Leben sind es ja die kleinen Sachen, denen man mehr Beachtung schenken sollte. Früher habe ich zum Beispiel immer nur darauf geachtet, 1 Minute frei stehen zu können. Es hat lange gebraucht und ich habe die kleinen Sachen wie den sauberen Aufgang, die durchgestreckteren Arme und die gestreckteren Zehen nicht wahrgenommen, weil ich nur auf die Minute aus war. Ich habe die Minute letztendlich erreicht und überschritten, aber ich habe mich sehr oft schlecht und schwach gefühlt, weil ich es nicht erreicht hatte in der vorgegebenen Zeit. Dabei waren mit der Zeit immer ein paar kleine Sachen dabei, die besser wurden. Nun habe ich gelernt, mehr auf die kleinen Verbesserungen zu achten, die mir wieder neue Energie geben. Und mit diesen kleinen Energieschüben wird dein Handstand auch schneller besser. Deswegen sei aufmerksam, wenn du den Handstand machst, denn jeder noch so kleine Fortschritt ist am Ende ein Fortschritt. Das waren 3 weitere häufige Fehler, die man beim Handstandtraining machen kann. Wenn du Probleme haben solltest, dein Handstand schulterbreit zu stehen, bedingt durch fehlende Mobilität, oder wissen willst, auf was man bei der Hollow Body Position achten muss, empfehle ich dir, mein Videotutorial zum geraden Handstand anzuschauen. Vielen Dank auch an Sebastian, der mich auf Fehler Nummer 6 aufmerksam gemacht hat und mich für diese kleine Videoreihe inspiriert hat. Schaut auf jeden Fall mal auf seinem Blog oder seinem Kanal vorbei. Die Links findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und teile das Video, damit auch andere von meinen Tipps profitieren können. Bis zum nächsten Video, euer Marcin.